Herzlich willkommen zu einer Chaos-Tony-Technik-Schulung. Oder der liebe Keim ist an meiner Seite. Hallo. Hallöchen. Ich habe natürlich vergessen einzublenden, dass wir beide in den Kreisen drin sind. Also man sieht unsere Icons nicht. Aber wie hätte es anders sein können? Ich werde es jetzt auch nicht mehr ändern. Es bleibt jetzt so. Ein Tony-Stream oder Aufnahme ohne technische Schwierigkeiten. So bleibt es authentisch. Genau. Also das ist das, wo ich der Serie wirklich treu bleibe. Also du darfst dann nicht auf der Version spielen, der Version spielen, der Version spielen, weil zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, zwei Knöpfe gleichzeitig auf eine Taste zu legen. Also zum Beispiel, dass du rechts hochläufst, musst du ja normalerweise nach oben drücken und gleichzeitig nach rechts drücken. Und es gibt aber auf manchen Versionen die Möglichkeit, rechts oben auf eine Taste zu legen. Und das zum Beispiel ist verboten. Bei A Link to the Past kann ich es jetzt nur sagen. Genau, deswegen, ich benutze die 1.6.0 und ich hatte bis jetzt noch nie Probleme, noch keinen Ärger gekriegt. Also MFNS heißt das Ding. Ist eine ganz normale Internetseite, sieht jetzt gerade ein bisschen komisch aus, weil es komischerweise lange braucht zum Laden. Ich weiß gerade nicht warum, ob sie gerade ein Update auf der Seite machen, aber dann interessiert mich das ja nicht. Ne? Dann ist das ein Update, was über die Seite passiert. Und was nicht meinen Rechner zumüllt. Hier sieht man schon ganz viele lustige Sachen, was man alles einstellen kann. Dazu kommen wir aber erst später. Im Endeffekt sagt man hier unten einfach Launch Tracker. Und siehe da, es passiert nichts. Er lädt noch. Genau. Also hier erscheint dann gleich unser Tracker. Der baut sich langsam auf. Normalerweise, keine Angst, der geht eigentlich schneller. Aber hier ist dann alles, was man so braucht, wird einem angezeigt. Was man hat. Das ist der Tony-Vorzeigeeffekt. Nicht persönlich nehmen. Das Wir haben ja schon festgestellt. Also deswegen ist ja auch dieses wunderbare Bildchen um der Ecke. Ich wollte kein Kamerabild machen, sondern ich dachte mir, wenn ich eine Technikschulung mache, dann ist der kaputte Computer da oben in der Ecke schon ganz gut passend. So, stellen, aber ich kann euch sagen, was ich halt nutze. Beziehungsweise im Fall von der ROM ist es zwingend notwendig, die japanische Version zu haben von Zelda 3 ist es ja eigentlich. Und die nennt sich Zelda-no Densetsu Kamigami no Triforce Japan. Auf diversen Internetseiten findet ihr auf jeden Fall diese japanische Original-ROM. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach aus dem Grund, weil das Spiel also die japanische Version ist die erste Version, die überhaupt erschienen ist. Die Version, die in Deutschland verkauft wurde, ist schon eine weiterentwickelte, wo gewisse Glitches zum Beispiel nicht mehr funktionieren. aber dass dieses SNI und diese Connector-Lua-Datei sozusagen das Bindeglied sind, was den Emulator mit dem Tracker verbindet, damit der Tracker halt weiß, was du halt schon gefunden hast und was nicht, damit das funktioniert. Genau, und dann würde hier unten halt jetzt, da wo Auto-Tracking-Status no found steht, würde halt dann eine Verbindung entstehen. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht geht und es ärgert mich gerade, aber wie wir schon gesagt haben, es passt wunderbar, dass da oben dieser kaputte Computer ist. So, ich mache das Ding wieder aus dem Grund, weil wir jetzt zu dem Punkt kommen, den du erstellen kann. Die empfehle ich viel eher, wenn ihr auf einen Discord drauf seid, der in Verbindung steht mit den Sahasrabot. Dieser hier, Sahasrabot, heißt ihr? Dann kann man denen ganz viele tolle Sachen sagen. Und zwar sowas wie Slash muss immer sein, A Link to the Past Preset. Und dann werden alle möglichen Modi, die es gibt, hier aufgeführt. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Modi. So Open sind halt die meistgespielten. Also in Open heißt einfach, du darfst dir aussuchen, ob du in Linkshaus starten möchtest oder ob du in der Kathedrale starten möchtest und dir steht die ganze Welt offen, das, was der Emulator dir zeigt. Casual Brutes ist noch so ein ganz schöner Modus, der häufig genommen wird.
wie er schon sagt, du fängst casual an, also Standardstart, übers Schloss gehen, Zelda retten, einmal bis zur Kathedrale, bis zum Priester bringen und dann steht dir erst die Welt auf. Aber halt Standardstart, sprich zuerst das Castle. Deswegen Casual. Warum Boots? Weil du hast gleich sofort zum Start hast du die Stiefel schon. Das heißt, du kannst das alles durchflitzen und du bekommst von dem Onkel immer ein Schwert als Waffe. Das ist ein ganz schöner Anfängermodus eigentlich. Wollte ich gerade sagen, es klingt sehr gut für den Einstieg, wenn man das erste Mal so einen Randomizer ausprobieren möchte. Genau. Weil und ohne ein Schwert kann es schon ein bisschen knifflig werden. Und es gibt halt noch, was auch zu den häufigsten Sachen, ein Standard. Der Standard ist einfach, ja auch, du hast einen ganz normalen Standardstart, das heißt, du musst durchs Castle durch. Aber hier ist es halt so, in dem Standard, du hast keine Boots. Und der Onkel hat eine Waffe für dich, womit du Gegner töten kannst. Das heißt, es kann sein der Somaria-Stab, es kann sein der Feuerstab, es kann sein der Hammer, der Bogen, ein Schwert, ganz normal, oder Bomben. Und Bombenstart ist der schlimmste, was es überhaupt gibt. Weil die sind irgendwann alle. Und wenn du dann noch nicht bis zu Zeldas Zelle angekommen bist, dann könnte es ganz schön schwierig werden. Also du musst dich dann umbringen, um wieder mit deinen Standard 10 Bomben zu starten. Deswegen ein Standardstart gehört mit zu den einfachen Modi, zu den, die am meisten gespielt werden. Und ist aber halt schon ein bisschen, also kann knifflig werden, je nachdem wie die Items liegen. Musst den Turm nach oben laufen und brauchst 7 Crystals, um Ganondorf zu besiegen. Was noch so ein bisschen ein besonderer Modi ist die Triforce-Hand. Das ist aber eigentlich auch ein schöner Modi für Anfänger. Und zwar, du musst nicht Ganon besiegen, sondern du musst einfach nur Triforce-Teile finden. In den Kisten sind dann anstatt zum Beispiel Bomben oder anstatt Rubine oder anstatt Pfeile, also Usable Items, sind dann halt Triforce-Teile versteckt. Das ist halt auch ein schöner Modi, um das Spiel einfach kennenzulernen. Ja. Denn Wenn man eine gewisse Anteil an Triforce-Teile gefunden hat, dann kann man Ganon herausfordern? nee, dann muss man nicht mal zu Ganon. Und zwar steht dann ein Bruder von Sahasrara, nur halt in Rot gekleidet, der steht neben dem Schloss und den sprichst du einfach an und der sagt, hey, super, du hast alle Teile gefunden, Yippie, du hast gewonnen. Achso, und praktisch eine reine Schatztruhen-Schnitzeljagd. Genau. So, was es hier dann zum Beispiel noch gibt, ich habe jetzt hier einfach mal das Standard Fass genommen. Sprite aussuchen. Right. Gibt's ganz viele, also man muss nicht mit Link spielen. Ich bin zum Beispiel eine Prim-Spielerin. Ich spiele mit dem Mädchen aus Secret of Mana. Man kann, wenn man drauf steht, hier doppelt Herz, also wenn es wenig Herzen ist ja dieses wunderbare Piepen. Das kann man auf doppelte Geschwindigkeit machen. Mir geht es aber immer ein bisschen auf die Nerven, deswegen nehme ich da Viertelgeschwindigkeit. Menü-Speed kann man auch sich schnell einstellen. Oder dass es halt sofort da ist. Wäre für Speedruns halt wichtig, wenn man gegen einen anderen beispielsweise im gleichen Ziel ein Rennen macht. Nein. Nee, das nicht? Für Races zum Beispiel wird immer empfohlen, nimm normal. Weil es gibt manche Glitches, wo du das Menü brauchst. Wo du die Zeit, du drückst irgendwas, das Menü fährt runter und fährt wieder hoch und dann in der Zwischenzeit, wie es wieder hochfährt, musst du wieder einen Input machen und da brauchst du diese Millisekunden, wie das halt einfach langsamer fährt. Dann ist es ganz normal Standard, dass man halt hier seinen Namen eingeben kann. Und tada, wer hätte es gedacht? Bei mir ist da eine Prim, also das Mädchen von Secret of Mana. Wir haben Standard gerollt, das heißt, das, was ich erzählt habe, der Onkel will Zelda retten, wir müssen hinterherlaufen und so weiter und so fort. Wir können ganz normal die Kisten öffnen und finden einen Spiegel. Das ist richtig geil für den Randomizer. Für Anfänger empfehle ich, meldet euch beim Multiverse an, macht euch Multiverse bedeutet, man benötigt eine YAML. Multiverse finden immer über eine Internetseite statt. Die nennt sich Archipelago. Archipelago kann man, hat ganz viele
ganz viele Spiele zur Verfügung, Supported Games. Das sind alle Spiele, die Archipelago zur Verfügung stellt, die man in einer Multiworld spielen kann. Multiworld heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Keim eine Multiworld spiele, dass der Keim meine Lampe haben könnte. Ich könnte für den Keim zum Beispiel das Schwert haben und. Also die Items sind überall drin. So wie Das könnte sein, ein du Standard öffnest eine Randomizer, Truhe. nur halt, bitte? Du findest eine Truhe, öffnest sie, da ist halt eine Lampe drin, aber du bekommst sie halt nicht, sondern der andere Spieler bekommt sie. Genau, der andere Spieler bekommt sie. Da ist nur Mist drin, brauchst du gar nicht erst hinlaufen, den Weg kannst du dir sparen. Und so kann man halt miteinander und voneinander lernen. Und ich kann es nur sagen, es gibt auch Koop-Turniere und ich mache sie zu gern. Das sind eigentlich die Turniere, wo ich hauptsächlich dran teilnehme. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt ein Single-Turnierspieler, sondern ich mag dann eher so Koop-Sachen, die man halt zusammen macht, wo man zusammen verliert, zusammen gewinnt, zusammen einfach Spaß hat. Genau. Das ist den Emo-Tracker. Genau. Selbe Prinzip. Auch der braucht aber, ist eine Datei, die man auf dem Rechner installieren muss, die halt immer wieder Updates braucht. Hat Okay, das nochmal, deine Frage beantwortet? Ja, definitiv. Ist, denke ich mal, auch nicht schlecht zu wissen, falls man denkt, man muss noch irgendwelche Einstellungen machen, aber das habe ich auch nicht gewusst. Also wir können einen Emulator besorgen, eine ROM besorgen, über einen Randomizer die ROM modifizieren, dann den entsprechende Tracker-Seite, in dem Fall hier den Muffin-Tracker halt aufrufen, Emulator starten, die ROM laden und dann halt Du im musst Emulator die Lua-Datei. tatsächlich musst du nicht mal den Emulator vorher starten, sondern wenn du die gepatchte Datei gedownloadet hast, kannst du diese sofort starten und die wird über den Emulator gestartet und dann hast du sie sofort. Also du musst nicht erst den Emulator Datei raussuchen, sondern du kannst gleich sofort die Datei dir nehmen. Achso. Und im Emulator halt ganz wichtig, halt dieses Lua-Skript halt im Menü aktivieren und die Connector Lua in der SMI-Ordner halt aktivieren, damit er sich verbinden kann. Genau. Und dann rein theoretisch einfach normal. Ja, lassen wir das so stehen. Danke. Nee, im Grunde ist es ja eigentlich ganz simpel. Klingt vielleicht am Anfang erstmal kompliziert mit der SNI-Datei, das alles aktivieren, aber ich denke mal, wenn man das einmal selbst gemacht hat, dann gewöhnt man sich daran. Und was wir auch gelernt haben, wenn die Dateien an einem bestimmten Ort sind, verschiebt sie nicht. Könnte sein, dass es dann nicht mehr funktioniert. Wunderbarer Vorführeffekt. Wie könnte es aber anders sein? Genau. Ansonsten, wie gesagt, fragt einfach nach. Es tut nicht weh zu fragen. Mehr als eine Ablehnung kann man nicht kriegen. Also mehr als ein, du, ich kann dir nicht helfen, frag jemand anders. Oder ich weiß, wen du besser fragen kannst. Ich baue dir die Connection her, sozusagen, will ich mal sagen. Was anderes kann nicht passieren. Von daher, fragt einfach nach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Das ist nicht schlimm. Wir beißen nicht. In dem Fall würde ich sagen, beenden wir das kleine Tutorial, was jetzt doch eine Dreiviertelstunde ging. Vielen Dank, dass du dabei warst. Kein Problem. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst auf dem Discord des Zockerstübchens. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut.